Die Ausstellung Berliner Stadtmodelle der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen im Lichthof am Kölnischen Park ist einer der Orte, zu dem ich mit meinen Gästen im Rahmen einer Stadtführung besonders gerne gehe. Hier bekommt man einen super Überblick und plastischen Eindruck der Entwicklung Berlins, insbesondere der Veränderung der letzten etwa 30 Jahre. Erst hatte ich überlegt, einen Livestream zu machen, aber da ist die Ton- und Bildqualität manchmal nicht so gut. Also bin ich durch die Ausstellung gelaufen und habe gleichzeitig gefilmt, den Zeigestock genutzt und kommentiert, was mir so in den Sinn gekommen ist. Sicherlich gäbe es noch sehr viel mehr zu erzählen und Ungenauigkeiten ab und an möge man mir verzeihen. Gut, man kommt durch den Eingangsbereich in den großen Raum, hat dann gleich einen Blick auf das größte Modell am Ende des Raums. Das stellt Berlin in einem Maßstab von 1:1000 dar, ist 8 Meter breit, 5 Meter hoch, entspricht also 8 Kilometer Ost-West-Richtung, 5 Kilometer Nord-Süd. Das macht allerdings nur ein 22. von Berlin aus etwa. Wenn man ganz Berlin darstellen wollte, dann müsste das Modell 45 Meter breit und 38 Meter hoch sein, weil das sind die maximalen Ausdehnungen Berlins. Gut, darunter sieht man ein Modell mit einem Maßstab von 1:500, also etwas deutlicher dargestellt, der alte Stadtkern. Und da kann man am besten erkennen, wie sich Berlin in den letzten 20, 25 Jahren verändert hat. Man sieht weiße Gebäude, die standen 1989 zur Wendezeit, und man sieht braune Gebäude. Das sind diejenigen, die nach der Wiedervereinigung seit den 90ern in Berlin im Zentrum gebaut worden sind oder zum Teil noch in Planung sind und noch gebaut werden sollen. Und wenn man sich das genau anschaut, dann ist das jetzt inzwischen mehr braun als weiß. Also über 50% der Gebäude im Stadtkern sind erst in den letzten 30 Jahren gebaut worden. Ein Stückchen rechts rüber ist ein Modell aus DDR-Zeiten, stellt halt auch den Stadtkern Berlins dar, war so das Planmodell Innenstadt der damaligen Zeit. Wir machen so einen kleinen Gang hier links runter und haben eine Karte von Berlin, stellt also Gesamt-Berlin dar. Das Ganze ist Teil eines Tastmodells für Blinde, die praktisch den Stadtkern hier ertasten können. Und man sieht hier auch diese gepunktete Linie, die hier so hoch geht, ein bisschen hin und her, oben wieder runter. Das ist also der Mauerverlauf um West-Berlin ehemals, also der linke Bereich West-Berlin, und hier rechts ehemals Ost-Berlin. Und das Modell, das große Modell, stellt ungefähr diesen Bereich dar. Also kleiner Ausschnitt Berlins, kann man sagen. Gut, das Tastmodell ist gleich hier nebenan. Da halten wir uns jetzt aber nicht so lange auf. Es gibt damit auch eine Audioführung, die man hier nutzen kann. Also sprechendes Stadtmodell Berlin mit Fernsehturm hier auch. Und das große Modell, jetzt ein bisschen aus der Nähe. Man sieht ganz gut den Tiergarten hier vor uns mit der Siegessäule in der Mitte. Dieser Bereich hier geht dann hinten bis zum Brandenburger Tor. Etwa Tiergarten war ursprünglich mal das Jagdgebiet für die preußischen Kurfürstenkönige, lag außerhalb der Stadt. So bis ins 18. Jahrhundert hinein wurde dann zum Landschaftspark umgewandelt. Am linken Rand, also äußerste linken Rand des Modells, ist der Ernst-Reuter-Platz. Wenn man so ein bisschen hier runter geht, sieht man hier die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Also das wäre der Kurfürstendamm, der hier links runter geht. Und wieder hochzukommen zur Siegessäule und zum Brandenburger Tor. Dann sieht man hier im Halbbogen vor dem Brandenburger Tor so gelbe Punkte. Die gehen hier oben hoch, am Wasser lang und dann oben rechts hoch. Das ist also der Mauerverlauf im nördlichen Bereich, und vom Brandenburger Tor hier runter
Richtung Potsdamer Platz, also auf der linken Seite, Leipziger Platz, das Achteck. Dann so ein bisschen zickzackartig weiter nach rechts, Richtung Checkpoint Charlie. Der war hier. Und dann geht es ja, weiter runter bis hinten in die Ecke. Da befindet sich die Oberbaumbrücke, die Eastside Gallery. Und nochmal hier rund um das Brandenburger Tor zu schauen. Also oben sieht man weiße Gebäude. Das ist die Europa City, die sich da im Bau befindet. Also das Modell ist nicht mehr so ganz aktuell. Eigentlich heißt hier, weiße Gebäude sind die, die aktuell noch im Bau sind, aber vieles ist schon fertig von dem, was man hier weiß sehen kann. Eben auch so rund um den Hauptbahnhof hier, den man hier sehen kann. Gut, Kanzleramt ist fertig. Bürogebäude für den Bundestag, so um das Reichstagsgebäude, das sich hier befindet. Und was man hier sehr gut sehen kann, ist das Band des Bundes. Also es beginnt hier, Kanzlergarten, zieht sich über die Spree mit dem Kanzleramt, zweimal Bürogebäude für den Bundestag, also soll symbolisch Ost-West verknüpfen. So quasi wie so eine Gürtelschnalle mit dem Bahnhof zusammen. Gut, Brandenburger Tor führt in die Innenstadt hinein, in den alten Kern Berlins. Die Linden hier lang unter den Linden. Hier hat man das Forum Friderizianum mit der Staatsoper unter den Linden, der alten Königlichen Bibliothek, Humboldt-Universität, St. Hedwigs-Kathedrale. Ein bisschen darunter wäre der Gendarmenmarkt. Und dann hier so der alte Kern. Gründungspunkt Berlins ist hier die Nikolaikirche mit dem Nikolaiviertel drumherum. Zweitälteste Kirche Berlins ist die Marienkirche. Und Berlin ist ja als Doppelstadt gegründet worden. Also auf dieser Seite war Berlin, auf der Insel zwischen den Spreearmen das alte Köln. Und die älteste Kirche Kölns war ursprünglich hier. Da entsteht jetzt das House of One. Gut, Berlin hatte ja mehrfach Stadtmauern, also die mittelalterliche Stadtmauer, so noch der engere Kern. Nach dem Dreißigjährigen Krieg die Festungsanlage, da wo man die Gleisanlagen sieht, hier runterkommt, hier weitergehend und dann hier wieder hoch. Also die Festungsanlage kann man hier am Stadtbild noch erkennen. Aber ich hatte ja auch schon ein Video gemacht mit den alten Stadtplänen zur Stadtentwicklung Berlins bis 1840, wenn man das nochmal besser nachvollziehen kann. Fernsehturm ist natürlich zu sehen und wir sind hier in dem Gebäude mit dem Punkt, der hier steckt, also neben dem Märkischen Museum. Gut, was kann man noch gut erkennen? Hier unten runter Richtung Oberbaumbrücke. Das Anschutz-Areal rund um die Mercedes-Benz-Arena, früher O2 World, also ein amerikanisches Unternehmen, hat ja so eine Art Entertainment Center errichtet mit Hotels. Ja, der Halle, der großen Halle für 20.000 Besucher und noch einer etwas kleineren Halle daneben. Shopping Mall gibt es hier auch noch. Also das ganze Areal ist inzwischen bebaut, müsste eigentlich jetzt auch nicht mehr weiß sein. Gut, wenn man sich das ganze Modell nochmal anschaut, von ein bisschen weiter weg, dann kann man auch ganz gut sehen, wo die Stadtmauer bis 1868 etwa stand. Also das Brandenburger Tor war die westliche Grenze. Dann ging es halt hoch und dann sieht man so eine Straße, die so einen Bogen beschreibt. Das war die nördliche Grenze Berlins, ging dann hier runter. Und ups, hier unten, wo dann die Oberbaumbrücke ist, hier war so die östliche Grenze und dann praktisch unten am Modell lang, bisschen schwer zu sehen jetzt wahrscheinlich, sieht man eine Linie, das ist die U-Bahn-Linie, die fährt genau auf der Linie, wo die Stadtmauer war. Gibt so ein paar U-Bahn-Stationen, die an alte Stadttore erinnern, also Hallisches Tor, Cottbuser Tor, Schlesisches Tor. Also dieses Modell gibt einen ganz guten Überblick über die Stadtentwicklung. Was man eben auch sehen kann, die Entwicklung Berlins ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Oben der Prenzlauer Berg war ursprünglich mal der Windmühlenberg. Bevor die Bebauung begann, standen da zahlreiche Mühlen.
Und was man gut sehen kann, also vom Hobrecht-Plan ausgehend, die Ausfallstraßen aus dem alten Berlin raus und dazwischen die dichte Bebauung mit den Mietskasernen, also schmale Fassade, mehrere Hinterhöfe, was man sehr gut erkennen kann hier, sehr dichte Bebauung, aber auch darauf bin ich ja schon in einem Video eingegangen. Gerade so zur Situation Berlins in den 20er Jahren habe ich da etwas ausführlicher zu erzählt, aber auch an dem Modell hier sehr gut zu sehen, diese zahllosen Hinterhöfe, die es damals gab und auch immer noch gibt. Das war also eine kurze Darstellung des großen Stadtmodells von Berlin. Wer noch mehr zur Stadtentwicklung erfahren möchte, kann sich ergänzend dazu meine Videos zur Geschichte Berlins bis 1840 und zur Entstehung Groß-Berlins 1920 anschauen. Im zweiten Teil, im nächsten Video, stelle ich dann das Planmodell aus DDR-Zeiten vor.